Welche Einstellung hilft uns, mehr Geld zu verdienen? Heute das Gesetz der Anziehung in Bezug auf Geld, Geld verdienen und bin ich energetisch ein Blutsauger oder ein Problemlöser? Thorsten Mittmann, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Heute ein tolles Thema und am Ende des Videos bekommen Sie auch ein tolles Geschenk von meinem Geschäftspartner und Freund Paul Misar. Er lädt die Community bis Ostermontag ein zu seinem Breakthrough-Wochenende. Aber heute erstmal das Thema das Gesetz der Anziehung auf Energie bezogen bzw. auf das Thema Geld verdienen. Gesetz der Anziehung besagt ganz einfach, auf das, was ich mich fokussiere im Leben, das wird stärker. Das heißt, wenn ich mich darauf fokussiere, mehr Geld zu verdienen, das zu erhalten und das zu vermehren, dann wird es stärker, dann wird es besser in meinem Leben. Und wenn ich das nicht tue, dann wird eben nicht so viel Geld reinkommen. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir immer einen Fokus auf das Thema Geld haben. Aber wie erfolgreich auch das Ganze sein wird, gibt es noch einen zweiten wichtigen Faktor. Und zwar bin ich energetisch ein Blutsauger oder ein Problemleser. Das heißt, helfe ich wirklich Menschen oder nicht? Sehen wir uns das einmal in Praxis an, die beiden Faktoren. Am fatalsten ist, wenn ich nicht fokussiert bin auf das Thema Geld, das ist mir unbewusst mehr oder weniger egal. Im Bewusstsein will man zwar immer mehr Geld haben, aber unbewusst ist es immer eine andere Frage. Das hat mit Glaubenssätzen zu tun und wie man an dieses Thema immer rangeht, an die Erziehung etc. Und wenn ich gleichzeitig auch keinem Menschen helfen will, dann habe ich natürlich ein Problem. Das ist keine Basis, um damit wirklich Geld zu verdienen. Das ist der schlechteste Fall. Dann, wenn ich nicht fokussiert bin auf das Thema Geld, zwar immer eigentlich gerne möchte, aber trotzdem mich da schwer tue, auch mit meinem Selbstwert etwas dafür zu verlangen, aber gleichzeitig auch Menschen helfen möchte, dann ist das ein klassisches Beispiel für engagierte Menschen, die oft auch viel können, die aber selber sich nicht in Anführungszeichen verkaufen können. Das heißt, wir haben eine tolle Dienstleistung, wollen Menschen wirklich helfen, aber tun sich mit Geld einfach sehr, sehr schwer, investieren sehr, sehr viel Energie hier hinein und es kommt relativ wenig heraus. Das ist natürlich unbefriedigend. Das ist genau das, wenn man nicht fokussiert auf das Thema Geld und wenn man sich selber mit seinem eigenen Selbstwert sich das Ganze nicht gönnt. Dann haben wir den anderen Fall, sehr auf das Thema Geld fokussiert, aber eigentlich überhaupt nicht daran interessiert, anderen Menschen zu helfen. Und das ist eine Blutsaugermentalität. Das heißt, ich will haben, ich bin immer mit meinem Ego beschäftigt, ja, ich muss ja viel Geld haben, ich muss ja meinen Traum verwirklichen und alles andere ist eigentlich relativ egal. Das kann sogar teilweise funktionieren, wird aber nie so sein, dass ich wirklich glücklich und dankbar bin für etwas, warum? Unterbewusst weiß ich, dass ich nie etwas gegeben habe, dass ich anderen Menschen nie wirklich geholfen habe. Und das ist ganz wichtig, dass man das hier bedenkt und dass man das auch für sich selber eruiert, auch von diesen 4 Modellen. Wo stehen Sie im Moment? Denn das Optimum ist der Fall Nummer 4. Das heißt, wir sind wirklich darauf fokussiert, Geld zu verdienen und wollen Menschen wirklich helfen, engagieren uns. Wir uns natürlich bewusst, dass das Ganze auch Arbeit bedeutet. Aber je mehr Menschen ich helfe, desto größere Probleme ich löse von möglichst vielen Menschen, dann kann ich mich gar nicht dagegen wehren, dass es mir finanziell richtig, richtig gut geht. Ganz einfach. Es ist oft nicht so kompliziert im Leben. Man muss einfach nur die richtige Herangehensweise haben. Und Sie werden natürlich ganz andere Beziehungen in Ihrem Leben haben, wenn andere Menschen spüren, dass Sie ihnen wirklich helfen und die begeistert sind, weil Sie eben von ihnen die Probleme gelöst haben. Denn andere Menschen suchen dann eben genau Ihre Nähe. Mal ein kurzes Beispiel, als ich damals gestartet bin, im Praktikumsjahr, in der Schule und da hatte ich dann ein eher durchschnittliches, also von dem her schon relativ schlechtes Zeugnis bekommen. Ich hatte einfach nur meinen Dienst abgesessen, habe mich nicht interessiert, auch beispielsweise im Arbeitgeber eine gute Leistung zu bringen, sondern einfach nur irgendwie das abzusitzen und war dann immer froh, als ich dann wieder aus der Firma raus war. Das heißt, ich habe mich nicht engagiert, okay, wie kann ich möglichst viel Mehrwert bieten, wie kann ich möglichst gut sein, wie kann ich Probleme lösen, auch für meinen Arbeitgeber und für andere Menschen, sondern ich habe halt einfach meinen Dienst gemacht. Und dementsprechend die Quittung eben kein gutes Zeugnis dafür wirklich erhalten. Und als ich dann selber in die Selbstständigkeit dann gegangen bin und diese beiden Faktoren dann begriffen hatte, habe ich mich darauf fokussiert, Geld zu verdienen und gleichzeitig ein
meinen Klienten das möglichst beste Erlebnis zu bieten. Wirklich Probleme zu lösen, nicht nur im finanziellen Bereich, sondern auch in allen anderen Bereichen. Und ich wurde dafür dann auch finanziell belohnt. Und das hatte ich damals daraus gelernt. Das heißt, für Sie denke ich auch interessant, in welchem Stadium von diesen 4 Punkten befinden Sie sich aktuell. Bewusstsein ist immer der erste Schritt und dann, was können Sie tun, was können Sie anders anpacken, dass Sie beispielsweise Geld einen Fokus in Ihrem Leben daraus machen und dass Sie ein Augenmerk darauf legen, möglichst vielen Menschen zu helfen und eine gute Kraft im Leben zu sein. Und wenn beides zusammenkommt, dann können Sie sich gar nicht dagegen wehren, dass es Ihnen finanziell richtig, richtig gut geht und dass Sie tolle Beziehungen haben. Solche Sachen und viele mehr Tipps finden Sie auch bei meinem Vortrag bei dem Breakthrough-Wochenende von Paul Misar, meinen Kollegen und Freund. Da werde ich Ende Mai wieder nach Deutschland kommen. Er hat unsere Community, finde ich ganz toll von ihm, exklusiv bis Ostermontag zu diesem Seminar eingeladen, kostenfrei. Klicken Sie dann unterhalb von dem Video, schauen Sie sich das Ganze an, würde mich freuen, wenn wir uns dort Ende Mai sehen werden. Und ja, ansonsten teilen, liken Sie gerne dieses Video. Und wenn Sie noch nicht Verteiler sind von Faszination Freiheit, dann auch unterhalb von dem Video klicken, dort in Ihre E-Mail-Adresse eintragen, damit Sie keinen unserer Tipps und Tricks jede Woche verpassen. Ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Bis nächsten Freitag, Ihr Thorsten Wittmann.